Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Anleitung von mir für euch. Für diesen Polunder, also ein Pullover ohne Ärmel, benötigt ihr folgende Maße. Wir werden eigentlich ein Rechteck häkeln und hier oben dann ein Stück Verlängerung für die Ärmelaussparung. Grundsätzlich beginnen wir hier an der Seite und werden uns dann hier so rüber arbeiten. Also wir werden von oben nach unten häkeln, beziehungsweise unten nach oben und immer hinher, hinher, hinher. Ihr messt also als allererstes unterm Ärmel herunter, wie lang euer Polunder werden soll. Das sind in meinem Fall bei Größe 36, 38 oder aber Größe M 40 cm. Es kann natürlich sein, der eine hat einen längeren Oberkörper, der andere einen kürzeren, dass ihr vielleicht für euch sagt, okay, sollte ein bisschen länger. Aber muss auch dazu sagen, ihr könnt das Ganze auch später mit einem Bündchen, mit einem breiteren Bündchen ausgleichen. Also da sollte es jetzt nicht dran scheitern. Wie komme ich auf diese 5 cm? Und zwar nehme ich den Brustumfang und teile diesen durch 2. Also ich erkläre euch das Ganze auch deswegen, damit, wenn ihr mit einer dünneren Wolle und kleineren Nadelstärke oder alles gleich macht, aber für kleinere oder größere Größen häkeln wollt, wie ihr das Ganze anpassen könnt. In diesem Fall, wie gesagt, für Größe 36, 38, also Größe M, gehe ich immer von einem Brustumfang von 100 aus, den teile ich durch 2 und komme somit auf 50. Also wird mein Rückteil 40 cm hoch, das ist dann das hier, und 50 breit. Jetzt brauche ich aber halt noch den Anteil der Ärmel. Da häkle ich bei dieser Größe zwischen 20 und 22 cm dazu, denn man möchte ja auch noch irgendwas drunter tragen und es sollte nicht zu eng werden. Dann bin ich also bei einer Gesamtlänge von 60 bis 62 cm. Aber wie gesagt, könnt ihr ganz individuell auf euch gestalten. Die 5 cm, die errechne ich davon, indem ich grundsätzlich, egal was für eine Breite bei euch rauskommt, nehmen wir mal an, ihr sagt, ihr habt 105 oder 110 durch 2, ihr rechnet grundsätzlich 10 cm ab. Die teile ich dann 5 cm und 5 cm am Rand auf. Ich beginne also mit euch gleich eine Kette zu häkeln mit einer 40 cm Höhe. Das häkeln wir rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, bis wir auf eine 5 cm Breite kommen. Nachdem wir die 5 cm Breite erreicht haben, werde ich hier ein Metermaß ansetzen und gucken, wie viele Maschen benötige ich, um auf 20 bis 22 cm zu kommen. Und die häkel ich dann hier dran und erhöhe das Ganze. Dann häkel ich die ganze Zeit hinher, hinher, bis ich rüber bin und eine Breite von bei mir jetzt 40 cm erreicht habe. Danach nehme ich die Ärmel wieder runter und werde das letzte Stück 5 cm breit häkeln. Und das war's. Beginnen wir mit der direkten Kette. Ich schlage bei einem 6-fädigen Farbverlaufsbobbel, ihr könnt auch einfach eine dicke Wolle nehmen, die für Nadelstärke 4,5 bis 5 geeignet ist, eine direkte Kette mit halbem Stäbchen an. Dazu 2 Luftmaschen, einen Umschlag, in die erste Masche zurück, Faden holen, durchziehen, alle 3 Laschen auf gleicher Höhe, durch eine und durch 3. Einen Umschlag, in die Masche einstechen, Faden holen, durchziehen, alle 3 Laschen auf gleicher Höhe. Das ist wirklich immer wichtig, damit die Kette auch flexibel bleibt. Durch eine Lasche und durch 3. Einen Umschlag in die nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, alle 3 Laschen auf gleicher Höhe, durch eine und durch 3. Und nun werde ich die Kette so weit hoch häkeln, so lang, bis ich auf meine angegebenen 40 cm komme. Bis gleich. Nach 54 Reihen habe ich auf der Nadelstärke 4,5 und einem 6-fädigen Farbverlaufsbobbel 40 cm Höhe erreicht. Für die zweite Reihe benötigt ihr 2 Wände Luftmaschen, einen Umschlag, es geht weiter mit halben Stäbchen, aber ihr mascht immer in der hinteren Lasche einer Masche ab.
einen Umschlag, nur die hintere Lasche abmaschen. Und so jetzt rüber bis auf die andere Seite. Am Ende der Reihe in die ganze Masche einstechen, damit der Rand immer schön fest bleibt. Der Reihe in die ganze Masche einstechen und ein halbes Stäbchen häkeln. 2 Wendeluftmaschen für die dritte Reihe und auch hier wieder einen Umschlag und in der hinteren Lasche beginnen. Und indem wir das Reihe für Reihe so machen, bekommen wir ein wunderschönes Rippmuster. Und wie ihr seht, mit dieser Nadelstärke und dem 6-fädigen Bobbel kommen wir sehr schnell voran. Ich werde das Ganze jetzt so weit häkeln, bis ich auf meine 5 cm Breite komme und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, zurück. Das Ganze etwas glatt streichen, das ist auch immer wieder wichtig, damit ihr keine falschen Ergebnisse habt, da sich das Muster auch immer recht stark zusammenzieht. Also so ist es, wenn ihr gehäkelt habt. Und beim Glattstreichen wird es dann erst die richtige Maße ergeben. Und in dem Fall sind es dann 5 cm. Nach 5 rein. So, und nun brauchen wir die Ärmel. Und dafür habe ich ja gesagt, nehme ich so zwischen 20 und 22 cm. Dann legt ihr das einfach hier an, denn hier habt ihr ja schon schön die Breite eurer Maschen. Und schaut, wie viele Maschen eure Armbreite benötigt. In meinem Fall sind es 35 Maschen. So, und die werde ich jetzt hier dran häkeln. Ihr könnt ganz normal Luftmaschen jetzt dran häkeln oder aber auch wieder mit der direkten Kette beginnen. Das ist nichts anderes wie beim Anfang. Ihr habt hier halt diese Querschlaufen und da stecht ihr dann einfach ein. Die ist zwar jetzt ein bisschen enger, aber es ist möglich. So, dann zieht ihr auch hier wieder alle 3 Laschen auf gleicher Höhe. Durch eine und durch 3. Das war mein erstes halbes Stäbchen. Nächste Masche, alle 3 Laschen auf gleicher Höhe, durch eine und durch 3. Und so könnt ihr das Ganze erhöhen, ohne Probleme. Also werde ich jetzt erst einmal meine 35 Maschen noch dran häkeln und dann geht's weiter. Nach 35 Maschen können wir nun weiter häkeln wie bisher, indem wir wieder 2 Wendeluftmaschen machen, drehen, einen Umschlag und immer in die hintere Lasche unsere halben Stäbchen abmaschen. Ihr braucht im Großen und Ganzen 2 gleiche Teile. Der einzige Unterschied ist, dass wir beim Vorderteil halt diesen Schlitz oben am Kragen einfügen. Also häkeln wir jetzt die ganze Zeit wieder rauf, runter, bis wir auf eine Breite, also das längste von allem, auf eine Breite von 40 cm kommen. Oder aber, wenn ihr von hier anmesst, auf 45 und danach zum Schluss nochmal die letzten 5 cm dran. Ich habe bereits das Rückteil schon fertig gehäkelt. Und zwar sieht das so aus. Hier ist mein Ärmel, 40 cm Breite, auch hier wie immer glatt streichen, bevor ihr abmesst. Und dann hier links und rechts die 5 cm und das Ganze dann halt auf Länge. Nun bin ich so ausgekommen, dass ich hier 5 und da 5 rein habe und hier insgesamt 32.
Also nehme ich mir 16 Maschen und werde hier dann circa 10 cm abmessen und abzählen und die Maschen abheben. Da im Grunde dann auch wieder aufhören und so wie hier einfach neu beginnen mit den dementsprechenden Luftmaschen. Aber das zeige ich euch gleich auch nochmal. Da ich also Rückteil fertig habe, werde ich jetzt beim Vorderteil bis zur Mitte häkeln und dann sehen wir uns wieder, wenn es um den Kragenteil geht. Zurück nach 16 Reihen habe ich die 17. nochmal ein Teil hoch gehäkelt. Und jetzt kommen wir zu dem Kragen. Und dazu legen wir das Ganze an und wie schon am Anfang erwähnt, gucke ich, dass ich 10 cm hier abnehme. Sehen wir kurz nach. 17, ich mache jetzt mal 18 draus, dann nehmen wir uns den Marker. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Den stecke ich in die 18. Masche. Dann häkeln wir das Stück nochmal hoch bis zum Marker. Und die letzte Masche vom Marker, da stechen wir komplett ein. So. Jetzt hatten wir hier 18 abgezählt und die müssen wir jetzt hier wieder dran häkeln. Ihr könnt das Ganze mit einer Luftmaschenkette machen. Dann aber bitte mal eine halbe bis ganze Nadelstärke höher gehen, damit das genauso flexibel bleibt und auch die gleiche Länge hat wie diese Reihe. Oder aber wieder direkt einen Umschlag. Dann geht ihr hier an der Seite von einem halben Stäbchen und nehmt die 2 Schlaufen, holt den Faden durch und dann wie gehabt am Anfang erst durch eine und dann durch 2. So, das war unsere erste Masche von 18. Ein Umschlag, auch hier dann wieder. An dem Rand einstechen, Faden durchziehen, 3 Laschen auf gleicher Höhe, durch eine und durch 2. Und so erweitern wir das Ganze jetzt wieder auf 18 Maschen insgesamt. So. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Somit haben wir jetzt wieder alles auf gleicher Höhe und beginnen jetzt wieder insgesamt die 16 Reihen zu häkeln, beziehungsweise das war ja schon die erste von den 16, also noch 15. Und je nachdem, wie ihr auskommt, könnt ihr dann von hier unten nach oben hoch häkeln, aber auch dann nur bis hierhin, also diese 35 Maschen oder was wir hier hatten, müsste ich nochmal nachgucken, auslassen und dann wieder diese 5 verkürzten Reihen anfügen. Oder aber kann auch passieren, dass ihr den Faden oben abschneiden müsst und dann kurz hier unten wieder ansetzen und die 5 Reihen. Und wenn ihr soweit seid, sehen wir uns wieder zum Vernähen. Dann zeige ich euch noch mal kurz, mit welchem Stich ich beide Teile zusammennähe. Und dann geht's weiter. Also viel Spaß beim Häkeln. Bis gleich. So ihr Lieben, zurück. 5 cm beim Rückteil an der Seite, 32 in der Mitte und 5 an der Seite ist das Rückteil somit fertig. Das gleiche haben wir beim Vorderteil gemacht. 5 an der Seite, 16, dann 10 cm freilassen, nochmal 16 und 5. Und nun können wir Vorder- und Rückteil zusammennähen. Und
Und wie das funktioniert und welchen Stich ich dafür nehme, zeige ich euch jetzt. Ihr legt einfach Vorder- und Rückteil übereinander. Ich beginne hier unten, indem ich mir die ersten beiden Maschen packe. So. Und dann gehe ich erst in die hintere Reihe, circa einen halben Zentimeter. Dann lege ich den Faden nach vorne und gehe da, wo der Faden ungefähr liegt, am vorderen Teil einen halben Zentimeter. Dann lege ich den Faden wieder hoch und gehe am hinteren Häkelstück einen halben Zentimeter. Und so arbeite ich mich jetzt Masche für Masche nach oben bis zur Ärmelaussparung. Und so bekommt ihr eine schöne flache Naht. Ganz flach. Einmal von hier bis zur Ärmelaussparung. Und danach könnt ihr euch aussuchen, wie weit euer Kragen sein soll. Also ich werde hier nur 15 cm Breite lassen und den Rest links und rechts zunehmen. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Orientiert euch bitte nicht hier dran, also nicht das ganze Stück annähen, dann wird es zu eng am Hals. Nehmt einfach einen gut sitzenden Polunder oder Pullover, einen Kragen, den ihr mögt, nach eurer Wahl, und übernehmt davon die Maße. Zurück. So sieht das Ganze aus, nachdem ich es vernäht habe. 15 cm Halsausschnitt habe ich gelassen. Ich habe hier ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen. 8 Reihen links und 8 Reihen rechts zusammengenäht. Und wie ihr seht, auch hier ist die Naht schön unsichtbar geworden. Nachdem wir alles vernäht haben, beginnen wir nun mit dem Kragen. Dazu steche ich hier vorne an der Spitze in der Seite eine Masche ein, fixiere dort den Faden und wir beginnen mit 2 Wendeluftmaschen. Nun einen Umschlag und direkt am Fuß 2 halbe Stäbchen, denn wir müssen hier auch direkt mit einer Zunahme beginnen. So. Und jetzt müsst ihr schauen, dass ihr immer pro Reihe eine Masche bzw. ein halbes Stäbchen häkelt. Aber solltet ihr sehr locker häkeln, kann es auch sein, dass ihr mal zwischen den 2 Reihen auch noch mal ein halbes Stäbchen setzt. Bei mir kommt es jetzt wirklich so gut aus, dass ich mal pro Reihe ein halbes Stäbchen häkeln kann. Ich zeige euch das kurz. Machen wir noch eins. Und habe dann eine schöne dichte Struktur. Es zieht sich nicht zusammen, aber es latscht auch nicht aus und das ist wichtig. Nun häkelt ihr bis zur anderen Seite rüber und macht auch hier eine Zunahme am Ende, also 2 halbe Stäbchen in die letzte Masche. Und das ist die, die hier an der Seite ist. Nun bin ich auf der anderen Seite angekommen und häkle halt, wie gerade schon gesagt, hier an der Seite in die Masche komplett rein und dort dann die 2 halben Stäbchen. Nun 2 Luftmaschen drehen und nun bleiben wir im Muster, allerdings
werde ich jetzt hier in der ersten Masche die 2 halben Stäbchen setzen. Denn wie schon erwähnt, müssen wir jetzt in jeder Reihe eine Zunahme links und eine Zunahme rechts am Ende machen. Und erst danach gehe ich in die hintere Lasche wie gehabt. Also jede Reihe jetzt wieder in die hintere Lasche häkeln. Aber am Anfang und am Ende in die komplette Masche einstechen und halt die Zunahme nicht vergessen. Immer 2 halbe Stäbchen. Na, das Ganze häkelt ihr jetzt so weit, bis für euch der Kragen lang genug ist. Warum müssen wir hier links und rechts jetzt die Zunahmen machen? Wenn wir den Kragen nachher umklappen, zieht sich dadurch, dass wir hier keine Zunahmen machen, alles nach hinten. Und dadurch, dass wir hier diese Zunahmen haben, fällt der Kragen ein Stück nach vorne. Also könnt ihr euch jetzt aussuchen, macht ihr euch einen kurzen Kragen oder einen, der ja so, sage ich jetzt mal, sitzt, oder einen großen Kragen, der bis über die Schultern lappt. Das kann jetzt jeder ganz individuell für sich gestalten. Ich werde jetzt erstmal häkeln, häkeln, häkeln und dann euch das Endergebnis präsentieren. Beziehungsweise bis dahin überlege ich mir noch, ob es noch einen Abschlussrand gibt, weil ich empfinde zum Beispiel hier unten muss definitiv kein Abschlussrand dran. Das ist ein super Rand, vor allen Dingen auch flexibel, der so bleiben kann. Aber sehr wahrscheinlich hier an den Armen werde ich dann doch einen machen. Nur das ist wieder ein anderes Thema. Also jetzt erst einmal den Kragen häkeln, jeder wie er ihn gerne haben möchte. Und dann sehen wir uns zum Ergebnis wieder. Viel Spaß und bis gleich. Zurück nach 8 Reihen habe ich die für mich richtige Länge erreicht. Die Spitzen des Kragens enden bei mir an den Schulterspitzen und für mich reicht das Ganze. Ihr könntet aber auch in jeder zweiten Reihe eine Zunahme machen und dadurch den Kragen noch voluminöser machen. Ich allerdings wollte einen dezenteren Kragen haben und das habe ich mit in jeder Reihe eine Zunahme erreicht. Als nächstes kommt noch der Abschlussrand. Dafür mache ich eine Wendeluftmasche. Ach so, und den Rand häkle ich jetzt einmal komplett rum, also auch hier unten an dem V des Kragens entlang. Dann drehe ich einmal die Richtung und steche jetzt wieder in die komplette Masche ein. Hier müsst ihr dann unten schauen, dass ihr einfach in der Mitte einstecht. Also da braucht ihr nicht abnehmen. Und hier am Rand, dass ihr ungefähr die Maschen so verteilt, dass sie aber auch auf beiden Seiten gleich sind. Das ist eigentlich so das Einzige, worauf ihr achten müsst. Und dann mache ich einen ganz simplen Abschlussrand. Ich steche einfach ein, hole den Faden durch, ziehe beide Laschen auf gleicher Höhe, verdrehe das Ganze einmal nach hinten und Masche ab. Sei denn, ich ziehe natürlich die Maschen zu eng. So. Dann in die nächste Masche einstechen, Faden hochziehen, beide Laschen nach hinten verdrehen und abmaschen. Und nach einigen Maschen sieht das dann so aus, von oben, von vorne und von der Rückseite. So häkle ich jetzt einmal den ganzen Kragen komplett einmal herum und auch links und rechts die Ärmel, denn die finde ich sind mir ein bisschen zu weit, wenn man das Ganze anzieht. Also hier zumindest im Achselbereich. Da möchte ich eine gewisse Festigkeit haben. Unten den Rand lasse ich dann ganz normal
Und dann sehen wir uns eigentlich nur noch zum Endergebnis. Viel Spaß beim Häkeln und bis gleich. Und so sieht unser Polunder am Ende aus. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen. Über jedes Däumchen nach oben würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich habe mich so in die Anleitung verliebt, dass ich mir auf jeden Fall noch einen zweiten Polunder häkeln werde. Den zeige ich euch dann vielleicht sogar auf Facebook. Mal schauen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, zählt euch nicht zu fragen, schreibt es unten in die Kommentare oder schreibt mich auf Facebook, Pinterest, Instagram privat an. Ich freue mich auch wie immer über eure Endergebnisse, wenn ihr Anleitungen von mir nachgehäkelt habt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!